So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Smashdate und heute kommentiere ich ein paar Kommentare von euch, die ihr in der Vergangenheit geschrieben habt. Ich dachte, das kann ich ruhig mal wieder machen, denn sowas habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gemacht. Also, los geht's. Der erste Kommentar geht zu BF1 und zwar um die Anzahl der Karten. Hilfe, stimmt es, dass es nur 4 Conquest Maps gibt? Fragezeichen, trauriger Smiley. Nein, das stimmt zum Glück nicht, denn es wird insgesamt 9 Karten zum Launch geben und natürlich auch mit Conquest-Modus auf jeder Karte verfügbar. Und außerdem bekommen wir im Dezember noch eine weitere Karte, die es dann als kostenloses Update geben wird. Nun ist ja die Battlefield 1 Beta schon einige Zeit vorbei und dazu fragt Marius, war es bei dir auch so, dass fast keiner Medic gespielt hat? Ich denke, das war nicht nur bei mir oder bei dir so, denn es gibt ein paar coole Statistiken, die Battlefield nach der Beta veröffentlicht hat und da kann man sehen, dass nur 10% aller Spieler mit dem Medic gespielt haben und das ist echt entsetzlich wenig. Natürlich ist das eine Riesenkarte gewesen, deswegen war der Medic nicht unbedingt die erste Wahl für viele Leute, aber ich finde es trotzdem etwas schade, dass nur 10% mit dem Medic gespielt haben, denn eigentlich ist das eine ziemlich wirkungsvolle Klasse, gerade mit der halbautomatischen Waffe, die man dabei hatte, wirklich ziemlich cool. Bei diesen Statistiken sieht man auch noch ein bisschen mehr und insgesamt haben scheinbar 13,2 Millionen Spieler in der Beta teilgenommen. Das ist mehr als die doppelte Anzahl an Soldaten, als die Briten und Osmanen im Mittleren Osten im Ersten Weltkrieg eingesetzt haben. Und naja, das kann sich schon sehen lassen, oder? Außerdem wurden 28,9 Millionen Soldaten oder Spieler mit Nahkampfwaffen ausgeschaltet, 12 Millionen Kills wurden mit dem Panzerzug gemacht und außerdem knapp 24 Millionen Roadkills mit anderen Fahrzeugen wurden auch noch gemacht. Was ich am erstaunlichsten fand, ist, dass ganze 62,2 Millionen Kills mit den Pferden gemacht worden sind und das ist schon echt eine krasse Nummer. Naja gut, zur nächsten Frage. Juju Bubu, was? Echt jetzt? Und zwar schreibt er, hattest du nicht mal einen alten Channel namens Smashed8.de? Ich weiß nicht, ob er das genauso meinte, wie er es gesagt hat, denn nein, das ist mein neuer Channel. Ich hatte aber tatsächlich mal einen alten Channel, der hieß Smashed8 und das war mein englischer Channel, auf dem habe ich am Anfang irgendwie nur Gameplay gebracht, dann englische und deutsche Videos und seit 2013 dann irgendwie gar nichts mehr gebracht, weil ich diesen Kanal hier eben gestartet habe und hier finde ich es eigentlich viel besser. Dieser Kanal hat übrigens, wie Frunchy Crunchy festgestellt hat, 123.567 Abos. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich erwähne das viel zu selten und viele Leute, oder manchmal kommt es tatsächlich sogar vor, dass irgendwie einer auf den Kanal kommentiert, Mensch, du hast 100.000 Abos? Meine Güte, das habe ich nicht mitbekommen. Und ja, vielleicht sollte ich es ab und zu mal erwähnen, denn das ist eine riesige Nummer und ich bin wirklich dankbar dafür. Vielen Dank. Ich meine, stellt euch das Ganze mal in echt so vor euch vor. 100.000 Leute sind ganz schön viel. Eine nicht mehr ganz so schöne Sache wurde unter meinem letzten Video festgestellt. Und zwar ging es da ja um die Server bzw. um diesen Leak. Wer es nicht gesehen hat, der kann sich's mal anschauen. Oben rechts ist das Video verlinkt. Ist wirklich ein kompliziertes und langes Thema. Aber jedenfalls haben da 2, 3 oder auch ein paar mehr Leute drunter kommentiert. Ja, und etwas bemerkt, was nicht ganz so toll ist. Und zwar schreibt zum Beispiel Jan Jakob, oh, und ich hatte schon die Hoffnung, dass es kein Admin-Abuse geben wird oder mehr geben wird. Und das ist wohl eine Sache, die haben ziemlich viele irgendwie in letzter Zeit erlebt. Ich kann selber irgendwie nicht so viel dazu sagen. Ich weiß aber, dass es durchaus immer wieder passiert. Und wer nicht weiß, was Admin Abuse ist, das ist recht simpel erklärt. Und zwar zum Beispiel schreibt hier Affenhirn auf Eis einen Kommentar, in dem er genau das etwas erklärt. Und er hatte zum Beispiel anscheinend eine Situation, bei der er in BF4 auf Siege of Shanghai den Heli des Admins runtergeholt hatte, als der ein 70:0 hatte. Und naja, dementsprechend war es jetzt nicht mehr zu 0 und 5 Sekunden später wurde er dann gebannt. Und er schreibt auch noch weiter, und zwar ist das so gesehen legales Cheaten. Jeder, der besser ist, kicken oder bannen. Und ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem, das anscheinend sehr oft passiert. Und ich muss ehrlich sagen, mir kommt das auch ab und zu vor, nur die Admins schreiben dann oft irgendwas rein wie High-Ping oder VIP-Slot und das sind ja alles Sachen, die tatsächlich irgendwie passieren könnten. Von dem her kann ich das nicht immer sagen, aber ich weiß, dass ich auch schon mehrere Male eben gekillt wurde, beziehungsweise gekickt, gebannt oder sonst was wurde, nur weil ich den Admin 1-2 Mal weggeschossen habe. Naja, ist halt echt nicht so cool. So spontan könnte ich mir auch keine Lösung vorstellen, die wirklich effektiv gegen solche Problematiken ankämpfen kann,
So gesehen ist es ja nicht legal, beziehungsweise so gesehen darf ja nicht jeder Admin einfach das tun, was er möchte. Das Ganze wird im Rahmen der TOS, glaube ich, irgendwie gehandhabt. Das heißt, jeder Spieler, der Battlefield spielt, der stimmt automatisch bei der Installation oder beim Spielen, beim Beitreten eines Servers und so weiter einer bestimmten Regelung zu, die sowas wahrscheinlich auch ganz, ganz sicher irgendwie unterbinden wird. Denn da wird garantiert nicht stehen, hey, du kaufst dir einen Server, mach was du willst und schmeiß die Leute runter, so oft wie du willst, nur weil du nicht ganz so gut bist wie die. Ich glaube, das steht da so gesehen nicht drin. Ich habe sogar gerade nochmal nebenbei während dem Aufnehmen was rausgesucht, und zwar habe ich die TOS, die Rules of Conduct von Battlefield 4 gefunden. Und zwar steht hier nochmal ganz, ganz genau drin, dass ein Admin, wenn er einen Server hat, nicht jemanden kicken darf oder bannen darf, nur weil er ihn gekillt hat oder weil der in einem Winning-Team ist oder sonst was. Er darf es schlichtweg nicht tun. So gesehen sind das die Admins, die wirklich im direkten Verstoß mit den Regeln für Battlefield 4 sind. Und natürlich auch für andere Spiele wie wahrscheinlich Battlefield 1 und so weiter. Und das sind die Regeln von EA. Das sind nicht irgendwelche Regeln, die jetzt jemand erstellt hat, nur weil es cool ist oder sonst was. Das sind Regeln, die jemanden auch komplett zur Accountsperre führen könnten, wenn man das irgendwie reporten kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir halten also mal fest, dass es einfach nicht erlaubt ist, wenn ein Admin euch killt oder kickt, bannt oder sonst was mit euch macht, was das Spielgeschehen beeinflusst, wenn ihr ihn gekillt habt. Er darf euch wahrscheinlich so gesehen auch keine Sonderrechte vermitteln, so wie er es sich selber vermitteln würde. Er darf schlichtweg das Spielgeschehen nicht beeinflussen. Und naja, jetzt überlegt man sich natürlich, wie man das unterbinden kann. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, und zwar könnte man das ja vielleicht so machen, dass wenn ein Admin mit seinem Tool oder wie auch immer er euch kickt, jedenfalls wenn er euch kickt, dass da wirklich sein Ingame-Name steht, sein Battlelog-Name. Aktuell ist es ja so, zum Beispiel im B4 kann man mit Procon einfach irgendeinen Namen eingeben, Admin234 hat euch gekickt, steht dann da am Ende, und damit kann man natürlich nicht nachvollziehen, wer euch gekickt hat. Wenn man sich aber in solche Tools mit seinem Origin-Account oder seinem Battlelog-Account einloggen müsste, könnte man zumindest schon mal identifizieren, wer dieser Störenfried ist. Das wäre jetzt so meine Lösung dafür. Ich weiß natürlich nicht, ob das irgendwie umsetzbar ist. Ist ja auch nur eine ganz, spontane Idee, muss man ja sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man somit zum Beispiel Admin Abuse etwas vermindern kann, weil man jetzt zumindest schon mal eine Person hat, die man reporten könnte. Und nicht irgendeinen Server, wo vielleicht mehrere Leute Admin sind, weil dann wird es richtig schwierig. Naja, kommen wir mal zu einer etwas anderen Frage, und dies finde ich sehr interessant. Und zwar schreibt H. Andrea, wann kommt endlich eine 64 vs 64 Map? Er meint wahrscheinlich einfach nur ein 128-Spieler-Match in Battlefield, und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das gab es sogar schon mal in Battlefield 3. Da wurden irgendwie die Server gehackt von, ich weiß nicht welchen Leuten oder wie das passiert ist. Jedenfalls, die wurden gehackt, die Server. Und es war für eine kurze Zeit möglich, dass Server-Admins irgendwie mehr Leute auf einen Server lassen konnten als offiziell vorbestimmt. Und so war es eben möglich, dass man 128 Spieler oder sogar mehr auf einen Server kriegen konnte. Man konnte sogar einstellen, dass zum Beispiel Unlimited RPGs für jeden verfügbar sind, und das war natürlich ein ziemliches Chaos. Aber ansonsten, wenn dieses Chaos nicht gewesen wäre, war das eigentlich ziemlich interessant. Ich habe es leider nie gespielt, aber ich habe mir sehr viele Videos angeschaut. In den meisten hat es übertrieben geleckt, weil, naja, je mehr Spieler, desto mehr Action, desto weniger Performance bleibt für euch übrig. Oder desto weniger FPS bleiben am Ende für euch übrig, so ist, glaube ich, besser gesagt. Und naja, jedenfalls stelle ich jetzt mir so ein bisschen die Frage, ob 128 Spieler-Server tatsächlich irgendwas sind, was man haben will. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein Battlefield besser wird, nur weil plötzlich mehr Leute auf einem Server sind. Ganz im Gegenteil. Gerade weil eben mehr Leute da sind, ist es vielleicht dann je nach Map auch irgendwie unübersichtlicher, hektischer, chaotischer, und gezwungenermaßen hat man am Ende wegen dieser vielen Action auch weniger FPS, und gerade das wird wahrscheinlich auf Konsolen ein riesiges Problem sein, weshalb sowas bisher noch nicht kam. Kann ich mir zumindest vorstellen. Außerdem wären die Server natürlich sehr viel mehr belastet, was auch da wieder die Performance sehr viel schlechter machen wird. Nehmen wir mal an, das Ganze wäre aber gar kein Problem, sondern der Server würde perfekt laufen und naja, der PC hätte keine Probleme, die Konsole hätte keine Probleme, das Spiel wäre einfach ganz normal spielbar. Wäre ein 128-Mann-Server wirklich etwas, was ihr haben wollt? Wie würdet ihr denken, dass ein Spiel dadurch besser werden würde?
Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr da sagt, weil, wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwas ist, was besonders gut wird, weil es dann doch irgendwie sehr groß ist oder zumindest sehr viele Leute auf einem Server sind und ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das irgendwas besser machen soll. Ich spiele so in BF4 auch schon kaum auf 64-Mann-Servern. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Wenn ihr noch andere Fragen habt, dann haut sie auch gerne in die Kommentare rein. Ich lese alles durch. Ich beantworte zwar nicht alles, aber ich lese alles durch und kann vielleicht auch die ein oder andere Frage oder den einen oder anderen Kommentar im nächsten Kommentieren-Video mit einbauen. Also dann schreibt schön Kommentare, vielleicht seid ihr ja auch dabei. Danke auch erstmal fürs Dabeisein in diesem Video, denn das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.